Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Disneyland Paris. Es ist Tag 2 für uns und der letzte Tag der Ultimate Princess Celebration. Wir gehen jetzt in die Parks. Was wir heute Morgen alles so erleben, das werdet ihr nach dem Intro sehen. Ja, es ist Sonntagmorgen und es ist kalt heute Morgen. Also man merkt, es wird langsam Winter. Ich würde am liebsten jetzt schon den Adventskranz aufsetzen, vielleicht einen Tannenbaum hinsetzen. Es gibt ja auch Lebkuchen jetzt seit dieser Woche bei uns in den Läden zu kaufen, habe ich schon gesehen. Irgendwie ist das total passend gerade und Hunger habe ich auch. Wir haben gestern Abend ja kein Abendessen mehr gehabt, waren ja gestern Mittagessen im Silver Spur und waren dann noch im Plaza Gardens, um dann die Tea Time zu genießen. Danach haben wir tatsächlich nichts mehr gegessen. Von daher, wir sind komplett ausgehungert, außer ihr zwei. Ihr habt bestimmt schön gefrühstückt, oder? Ja. Wir nicht. Bei dem Hotel, wo wir waren, da natürlich gab es da auch Frühstück, aber darauf haben wir verzichtet. Wir schauen mal, was wir jetzt gleich im Park bekommen. Ob wir jetzt in die Walt Disney Studios zuerst gehen oder in den Disneyland Park, das weiß ich noch nicht. Ich schicke mal auf die Walt Disney Studios, weil wir haben ja vor, heute auch noch die Show noch mal zu sehen, die Disney Junior Dream Factory. Und ja, kommt einfach mal mit. Wir stehen jetzt hier am Eingang von den Walt Disney Studios an. Die machen um 9:30 auf und es sind jetzt ungefähr 20:09. Das heißt also, gleich können wir rein. Wir wollen heute Morgen wieder Mastercards-Tickets holen. Die erste Show ist um 12 Uhr. Das heißt also, dass wir um 10 Uhr unsere Tickets abholen können. Und was ich mal noch ansprechen wollte, weil bei Instagram werden wir es ganz oft gefragt, wie ist es denn mit den Hygienevorschriften hier? Also halten die Leute sich an die Regeln? Jein. Also wir sehen immer mehr Leute, die überhaupt gar keine Maske tragen, die die Maske die ganze Zeit unten haben. Abstand ist auch für viele mittlerweile ein Fremdwort geworden. Im letzten Jahr war das alles ein bisschen geordneter und das ist ein bisschen schade, weil auch die Mitarbeiter hier im Disneyland nicht mehr so wirklich darauf achten. Also wir haben mitbekommen, dass selbst Mitarbeiter Fotos von Leuten gemacht haben, die ihre Maske runtergezogen haben und das ist im letzten Jahr nicht der Fall gewesen. Das ist halt so ein bisschen schade, weil es ist ziemlich respektlos, finde ich, dann die Maske so runterzuziehen. Wir haben die alle den ganzen Tag an und es fällt uns allen irgendwie schwer. Also wenn schon, denn schon. Und wenn man hier hinfährt, dann sollte man sich einfach an die Regeln halten. So ist auf jeden Fall meine Ansicht. Ja, wie komme ich darauf? Weil wir stehen hier gerade in der Schlange und wir stehen hier richtig in unserem Feld. Das ist ja ganz einfach geregelt. Ne? Das sind diese Aufkleber, wo man nicht drin stehen darf. Hier darf man stehen und direkt hinter mir stehen Leute praktisch direkt an meinem Rücken dran. Ja, passend zu dem Wetter heute stehe ich jetzt hier in den Walt Disney Studios im Studio 1 Laden. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Und ihr könnt sehen, hier gibt es schon Weihnachtssachen. Passend zum Wetter heute, weil es so schön kalt ist. Oh, die sind ja wirklich schön. Chip 'n Dale. Oh Gott. Den möchte ich gerne irgendwann mal haben. Also, das ist schon echt cool. Also, wirklich neue Sachen gibt es natürlich nicht, weil ich denke mal, viele Sachen sind einfach aus dem letzten Jahr, aber da er letztes Jahr zu hat. Obwohl, das hier habe ich noch nicht gesehen. Aber 50 Euro. Ich weiß ja nicht. Aber mega schön und das macht doch schon wirklich Lust auf Weihnachten, oder? Wir stehen jetzt hier in den Walt Disney Studios und hier könnt ihr jetzt so ein bisschen vom Avengers Campus sehen. Hier vorne mit der Backsteinverkleidung. Und das wird ja die neue Spider-Man-Attraktion. Und da ganz im Hintergrund könnt ihr auch schon den Iron Man Coaster sehen, der sich ja in Studio 8 und 9 verbergen wird. Ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob es wirklich 2022 aufmachen wird. Aber ich rechne schon damit, weil im Moment ist der Fortschritt ja doch, jedes Mal, wenn man hier ist, sieht man immer mehr. Uns jetzt Mickey zu den Toon Studios, die ja jetzt nicht mehr die Toon Studios sind, denn hier geht es ja jetzt rein zur nicht Wonderful World, zur World of Pixar. Und ja, ich finde, es ist der erste Schritt, oder nicht, es ist nicht der erste Schritt, es ist einer der neuen Schritte für die Umgestaltung der Walt Disney Studios hier in Paris. Und ja, Toon Studios sind Geschichte, The World of Pixar, so heißt dieser Bereich jetzt und der geht dann hoch bis zur Cars-Attraktion. Und es soll hier auch irgendwo noch so ein paar neue Wände geben. Ich habe davon schon Bilder gesehen, wo die genau sind. Wie die aussehen, das schauen wir uns auf jeden Fall jetzt noch mal an.
Ich muss mich korrigieren, es heißt nicht World of Pixar, es ist Worlds of Pixar. Das ist natürlich irgendwie klar. Es beschreibt die verschiedenen Welten, die Pixar geschaffen hat, wie Toy Story und natürlich hier Findet Nemo und. Jetzt schauen wir mal, wo die Wände sind. Ob das Toy Story Playland jetzt weiterhin Toy Story Playland bleibt, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Oder ob es einfach nur ein Teil von Worlds of Pixar ist, darauf würde ich eher tippen, weil wir haben ja hier auch bei Ratatouille den Place de la Remy, der bleibt ja auch so. Von daher denke ich einfach mal, dass sich das komplette hier Worlds of Pixar nennt und dann trotzdem immer noch so einzelne Stationen sind, wie hier zum Beispiel das Toy Story Playland. Da könnt ihr sehen, das sind diese neuen Wände, die hier angemalt wurden, oder Tore. Hier bei Worlds of Pixar, hier ist der Weg, der hochgeht zur neuen Cars-Attraktion. Was heißt zur neuen Cars-Attraktion? Zur ehemaligen Studio-Tram-Tour. Hier haben wir was von Buzz Lightyear. Und hier sind auch die Aliens von Toy Story. Ja, hier geht es ja hoch zur Cars-Attraktion und da hinten ist jetzt auch dieser Foodtruck, da wollen wir jetzt mal schauen, ob wir da vielleicht schon was zum Frühstücken bekommen. Weil das Problem hier im Disneyland Paris ist ja, dass man immer nur süße Sachen bekommt. Also wir haben gestern Morgen so süße Krapfen bekommen, die mit Nutella oder sowas gefüllt sind. Und bei diesem Cars-Auto, ich weiß nicht mehr genau, was ist so ein französischer Name, wie dieses Ding heißt, da bekommt man diese Croque Monsieur, also was mit Käse und mit Schinken. Und ja, ich bin eher Typ herzhaftes Frühstück und habe nicht so gern süßes Frühstück, von daher schauen wir mal, ob wir da jetzt was bekommen. So, wir sind jetzt hier an diesem neuen Food Truck und probieren jetzt mal den Croque, das Pistencup, das ist das Gemüse, und den neuen World of Pixar Cupcake. 2 cupcake, 1 ice. Ja, wir haben uns jetzt entschieden hier für diese wunderschönen Croque Monsieur. Es ist ein Bürgerbrötchen umgedreht, das habe ich gesehen. Okay. Und das wird dann wie auf eine Art Toaster gelegt, ist mit Käse und mit Schinken gefüllt. Dazu haben wir hier als Dessert die ganz neuen Worlds of Pixar Cupcakes. 4,30 Euro. Ja, aber der sieht ein bisschen hübscher aus als das, was wir gestern gekriegt haben. Das stimmt, aber ist wahrscheinlich teurer als der Cinderella. Das stimmt, ja. Ja, also und es riecht schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Ne? Das ist ein richtiges Frühstück wenigstens. Guten Hunger. Aber teuer. Ja, wir wollten euch einfach mal zeigen, heute ist ja Sonntag und es ist eine Menge Betrieb, denn die Queue-Line von Ratatouille steht voll. Es gibt hier jetzt so eine extra Queue-Line, wo die Leute dann immer rüber gelotst werden, wenn hier in der Haupt-Queue-Line was frei geworden ist. Also es ist schon Wahnsinn, die stehen hoch bis zur Buzz Lightyear-Figur. Dieser Verkaufscount hat jetzt auch hier geöffnet. Da haben wir ja eben schon mal gesehen, da ist das neue Logo, das Worlds of Pixar Logo. Und hier gibt es dann auch so Pixar-Merchandise zu kaufen. Ich gehe einfach ganz mal hier schnell hier drum. Ist auch nichts Neues, sind natürlich die Sachen, die ihr auch in den Shops hier in den Studios zu kaufen bekommt. Für mein Zeug reicht das. Die anderen 2 Koffer sind Nochmal hier gemütlich gemacht, sitzen jetzt hier vor Studio 1, denn um 11:15 geht dann schon die Show los, Disney Junior Dream Factory. Und wir haben uns nochmal Mastercard-Tickets gesichert. Ich habe das ja schon mal erklärt, aber trotzdem kommen da immer noch sehr, sehr viele Fragen. Wenn ihr eine Mastercard habt, dann könnt ihr euch immer 2 Stunden vor jeder Show, die aktuellen Showzeiten findet ihr immer in der App, könnt ihr euch beim Studio-Service, das ist beim Eingang von den Studios, Tickets abholen für die Mastercard-Reihen. Das sind so 2, 3 Reihen in der Show, die reserviert sind für die Leute, die eine Mastercard haben. Es gibt dann nur ein bestimmtes Kontingent und wenn das Kontingent weg ist, klar, dann habt ihr auch kein Anrecht mehr auf diese Karten. Seid immer früh genug da, immer 2 Stunden, wie gesagt, vor jeder Show. Bei uns ist es jetzt so, die erste Show ist um 11:15 und wir haben uns um 10 Uhr dann schon bei diesem Service hingestellt, haben uns dann schon angekündigt, dass wir gerne Karten haben möchten, haben diese dann auch bekommen. Na, also es sind keine Platzkarten und die kosten auch nichts extra, sondern es ist einfach nur ein Service von Mastercard und ihr habt einfach dann sehr, sehr gute Plätze mit sehr, sehr guter Sicht.
Wir stehen jetzt hier an den Kasten vor den Walt Disney Studios an und wollen unseren Jahrespass verlängern. Der läuft zwar, also meiner erst am 10. Oktober aus, aber man kann 2 Monate vorher schon verlängern. Es war ja damals immer so, dass man 4 Monate dann umsonst bekommen hat, wenn man verlängert hat. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt gibt es 15% Rabatt da drauf. Und ihr habt wieder die Möglichkeit, entweder den Pass ganz zu bezahlen oder das in monatlichen Raten. Also Raten hört sich immer so ein bisschen fies an, finde ich. Ich finde es eher wie so ein Abo. Also ihr bezahlt einen monatlichen Preis und habt dann die Möglichkeit, den Park zu besuchen. Die Schlange ist jetzt nicht ganz so lang. Ich bin mal gespannt, wie lange wir noch warten müssen. Denke aber, dass es schnell geht, weil ja, es sind noch 5, 6, 7 Familien vor uns. Ob es geklappt hat, das zeige ich euch dann gleich. Es hat funktioniert. Da ich sehe, meine neue Jahreskarte, die jetzt gültig ist bis Ende Oktober 2022. Und ja, wir wissen ja nicht, wie sich das mit den Jahreskarten entwickeln wird. Ich bin jetzt etwas erleichtert und echt froh, dass ich die jetzt noch bekommen habe. Das mit der Jahreskarte hat ja gut funktioniert. Wir sitzen jetzt hier bei Victorias, um den neuen Milkshake und mal schauen, was es noch so gibt, zu testen. Ich bin gespannt. Hier, wo wir sitzen, ist es ein bisschen dunkel, aber ja, passt schon. Wie die Sachen aussehen, die wir uns bestellen, das seht ihr dann gleich. Der Shake ist gekommen. Ja, der sieht eigentlich ganz gut aus. Es ist zwar nicht so schön wie auf dem Foto, aber sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Der Eistee ist auch da. Der ist, ja, so lala. Der schmeckt eigentlich nur wie ein, hallo? Jetzt wird hier beleuchtet, weil wir sitzen hier in der Dunkelkammer. Schmeckt jetzt nicht so besonders gut. Schmeckt einfach nur so ein bisschen nach schwarzem Tee. Pfirsich schmeckt man nicht so wirklich. Aber ja gut, ich bin jetzt echt mal gespannt auf den Shake. Ja, wir kommen jetzt hier gerade aus Victorias Restaurant und hatten ja den Shake, den Eistee, den Dale Shake. Ne? Es ist in Ordnung, man kann das mal machen. Mein Geschmack war es jetzt nicht wirklich. Der Donut auf dem Shake, der war sehr, sehr lecker, muss man direkt sagen. Also der hat wirklich jedem geschmeckt. Der Shake selber ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen, weil es ist Mango und Milch und ist so nicht mein Ding. Also wenn Shake, dann eigentlich Bananenshake oder am liebsten noch Schoko. Aber ja, man kann es mal machen, es sieht nett aus. Ich würde es mir jetzt aber nicht nochmal bestellen. Dir hat es geschmeckt? Also es war in Ordnung, aber wie gesagt, ich würde es mir auch nicht nochmal bestellen. Der Donut war sehr gut. Oh, jetzt kommen, glaube ich, die Prinzessinnen. Ja. Ja, die Prinzessinnen kommen wieder, weil die Musik sich ändert. Nee, Schnell. Elsa sogar. Ja, schnell. Schnell. Also ich fand, das Restaurant war eigentlich sehr, ja, die Wartezeiten sind sehr lange, also müsst ihr euch überlegen, ob ihr gerne hier hin wollt, weil wir haben schon 1 Stunde angestanden. Schneller! Und ja, die Shakes sind jetzt auch nicht so günstig und... So, sie hat alles gesagt. Die Brina fragen wir gerade, weil wir gehen jetzt richtig essen, gell? Ja. Mal gucken, wo wir landen. Heute ist ja der letzte Tag von der Ultimate Princess Celebration und hier in der Nähe von It's a Small World könnt ihr Merida treffen und ja, die Schlange, wie die aussieht, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Hier könnt ihr sehen. Ein wirklich schöner Fotospot, aber die Wartezeit einfach zu lang. Ja, da haben wir sie, Merida, eine von den 2 Prinzessinnen, die ihr hier bei der Ultimate Princess Celebration, ich wollte Collection gerade sagen, Celebration treffen konntet. Gestern Jasmin
hinten im Adventureland. Ja, und heute haben wir hier Merida im Fantasyland gegenüber von It's a Small World. Aber den Fotospot wird es dann morgen auch nicht mehr geben, weil die Celebration ist ja morgen beendet. Vom Essen zum Essen, das ist unser Motto an diesem Wochenende. Wir sind, glaube ich, Disney-Restaurant-Tester geworden. Wir sind hier bei Bellanotte und ich habe mich mal für die Pizza entschieden. Letztes Mal hatte ich hier die Spaghettis und die fand ich nicht so gut. Dazu gibt es Knoblauchbrot und ein Joghurt, ein Getränk. Die Brina hat hier Käsenudeln, ne, auch mit Knoblauchbrot und einem Getränk. Hast du auch ein Dessert? Nein. Da gibt es kein Dessert. Und die Simone hat die Spaghetti mit Fleischbällchen, Tiramisu und auch Knoblauchbrot. Ja. Sieht sehr, sehr gut aus eigentlich. Guten Hunger. Tja, und der zweite Tag neigt sich schon langsam dem Ende. Ich sehe gerade gar nicht, so meine Brille irgendwie schlägt. Ja, heute haben wir nicht wirklich viel gemacht. Wir waren oft essen, haben viel rumgesessen, aber auch so Tage müssen einfach mal sein. Ja, hier im Hintergrund könnt ihr jetzt noch mal das Schloss sehen. Wir gehen jetzt langsam die Main Street runter in Richtung Parkplatz, in Richtung Auto. Mal schauen, was noch so passiert. Wir müssen ja auch noch nach Hause fahren und morgen geht es auch schon wieder auf die Arbeit. Ja, wenn noch was passiert, dann seht ihr das auf jeden Fall gleich. Tja, es gibt wieder Merchandise hier, neues Merchandise. Simone ist es gerade alles schon am Abfotografieren, hat es auch schon in ihrem Vlog genau vorgestellt. Es sind halt wieder ein paar Tassen, ein paar Teller. Findet ihr hier in Lillys Boutique, da wo es das ganze Porzellanzeugs und Tassen und gibt. Ja, einfach auf der Main Street, auf der Seite. Ihr seid gegenüber vom Harringtons. Wie bei jedem Besuch werde ich natürlich jetzt auch mich noch einmal rumdrehen zum Schloss und dann hoffen, dass ich es bald wiedersehen darf. Das wird auch gar nicht so lange dauern, denn schon in 5 Wochen, also sind gar keine 5 Wochen, sondern noch 4,5 Wochen, werden wir schon wieder hier sein zur Eröffnung der Halloween-Season, ja. Dann sieht es hier vorne dann auch wieder ein bisschen anders aus, alles Halloween-mäßig dekoriert und ja, ich bin schon sehr gespannt, was uns alles erwartet. Denke auch, dass es in den nächsten Wochen da einige Informationen zu geben wird. Wenn ja, dann werdet ihr es dann natürlich hier erfahren oder wahrscheinlich dann auch natürlich auf Instagram. Da ist ja alles immer ein bisschen aktueller als hier bei YouTube. Ich hoffe, dass ihr die 2 Tage mit uns so ein bisschen genießen konntet. Wir drehen uns weg und gehen jetzt so langsam Richtung Ausgang. Ja, und viel bleibt mir jetzt auch nichts mehr zu sagen. Wie gesagt, ich hoffe, dass euch das trotzdem so ein bisschen gefallen hat, auch wenn es heute vielleicht so ein bisschen chaotisch war und wir nicht so wirklich viel unternommen haben. Wir waren ja die meiste Zeit eigentlich heute in den Walt Disney Studios, waren eigentlich nur zum Essen hier im Disneyland Park, haben heute überhaupt gar keine Attraktionen gemacht, aber haben uns noch ein bisschen was angeschaut. Die Ultimate Princess Celebration endet heute auch. Morgen läuft alles wieder im Normalbetrieb. Wie gesagt, die Halloween-Season steht bald an. Was uns da alles erwartet, das erfahren wir bald. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr den Kanal hier abonniert, damit würdet ihr mich auf jeden Fall schon mal sehr unterstützen und vielleicht sogar die Glocke aktiviert, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns ganz bald wieder. Ich bereite gerade ein besonderes Video für euch vor. Ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen dann auch euch zeigen kann. Mehr dazu dann ganz bald. Habt einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen guten Morgen, wie auch immer. Bis bald.